Als ich Kind war, las ich fast den ganzen Tag. Blieb ich zu lange im Haus, schickten meine Eltern mich nach draußen. Sie sagten, wann gehst du endlich nach draußen? Wenn sie sowas fragten, sagte ich einfach, warum soll ich nach draußen gehen? Alles, was ich brauche, ist im Haus. Dann sagten sie, geh nach draußen. Okay, wenn ich muss, sagte ich. Dann ging ich in den Garten, kletterte in mein Baumhaus und las dort. Als, wenn, wann, sie bedeuten alle when auf Englisch. Was ist der Unterschied? Wie kann ich wissen, welches Wort zu verwenden ist? Das erkläre ich heute. Als verwendet man, wenn man über eine bestimmte Zeitspanne in der Vergangenheit spricht. Zum Beispiel, als er ins Haus kam, schrie das Baby. Ich hatte keine Haare, als ich 5 Jahre alt war. Der Mann ist gerade um die Ecke gelaufen, als er auf den Kopf gehauen wurde. Die Konjunktion when verwendet man auch oft, um über die Vergangenheit zu sprechen, aber es muss nicht so verwendet werden. When verwendet man, wenn man eine Bedingung ausdrücken will. Die Zeitform spielt für die Konjunktion when keine Rolle, da when eine Bedingung einleitet und die Zeit durch die Zeitformen, zum Beispiel Perfekt, Präsens und so weiter, ausgedrückt wird. Auf Englisch kann man if sagen. Wenn der Mann zu Hause war, saß er oft auf dem Sofa. Wenn der Mann zu Hause ist, sitzt er oft auf dem Sofa. Wenn der Mann zu Hause sein wird, wird er oft auf dem Sofa sitzen. Wenn ich krank bin, nehme ich Medizin. Der Hund schläft, wenn er müde ist. Ich schlafe oft ein, wenn ich einen Film schaue. Vergiss nicht, dass als und wenn unterordnende Konjunktionen sind. Das bedeutet, dass sie die Wortstellung beeinflussen. Wenn eine unterordnende Konjunktion im ersten Satzteil ist, sind die Verben von beiden Satzteilen in der Mitte neben dem Komma. Genau wie im letzten Satz. Die Wortstellung des ersten Satzteils ist normal, wenn die unterordnende Konjunktion im zweiten Satzteil ist. Das Verb im zweiten Satzteil ist am Ende des Satzes, genau wie im vorletzten Satz. Wann ist eigentlich keine Konjunktion, sondern ein Fragewort, aber man kann natürlich Fragewörter als Konjunktionen verwenden. Man verwendet wann, wenn man nach der Zeit eines Ereignisses fragt. Man kann solche Fragen entweder mit wenn oder als beantworten. Zum Beispiel: Wann die Welt untergeht, wissen wir nicht. Wann es Essen gibt, entscheidet Mama. Wenn es Regen gibt, sagt der Wetterbericht. Wann saß der Mann auf dem Sofa? Wenn er zu Hause war. Wann schrie das Baby? Als der Mann ins Haus kam. Wann nimmst du Medizin? Wenn ich krank bin. Zusammenfassend bedeuten als, wenn und wann alle when auf Englisch. Man verwendet als, wenn man über eine bestimmte einmalige Zeitspanne in der Vergangenheit spricht. Man verwendet wenn man eine Bedingung ausdrücken will, an die sich eine Konsequenz anschließen muss. Eingeleitet oft, aber nicht zwingend mit dann. Die Zeit spielt bei wenn keine Rolle. Man verwendet wann, um eine Frage zu stellen, deren Antwort wenn oder als enthalten kann. Oder als Konjunktion, wenn wann nur zeitlich verstanden werden kann, wie in den ersten 3 Beispielsätzen. Diese Frage kann auch in einem Nebensatz gebildet werden. Hoffentlich ist das jetzt etwas klarer. Wenn du dieses Thema verstanden hast, schreib mir bitte ein paar Beispielsätze in die Kommentare. Falls du dieses Thema nicht verstanden hast, schreib mir deine Fragen in die Kommentare. You want to learn German? That's what I do here. Click that subscribe button and join me each week. Click some of that other stuff over there and see more of my videos and support me on Patreon.